Für die meisten ist der Laptop ein wichtiger Begleiter im Alltag. Aber wie sorgt man eigentlich dafür, dass er möglichst lange treue Dienste leistet? In diesem Video zeige ich euch 5 einfache, aber effektive Tipps, um die Lebensdauer eures Laptops deutlich zu erhöhen. Tipp Nummer 1: Die richtige Kühlung ist hier Gold wert. Laptops erzeugen ja ziemlich viel Wärme, je nachdem wie sie benutzt werden. Und Überhitzung ist in dem Fall ein echter Killer für die Komponenten im Inneren des Laptops. Deswegen stellt auf jeden Fall sicher, dass die Lüftungsschlitze immer frei sind. Nutzt euren Laptop nicht auf weichen Unterlagen wie Betten oder Kissen, zumindest nicht auf Dauer. Und bei intensiverer Nutzung kann man auch darüber nachdenken, das Laptop einfach ein bisschen aufzubocken, sodass die heiße Luft einfach viel besser aus dem Gerät rauskommen kann. Tipp Nummer 2: Kümmert euch um euren Akku. Moderne Akkus, das sind ja meistens Lithium-Ionen-Akkus, mögen keine extremen Ladezustände. Das heißt, idealerweise hält man den Akku so zwischen 20 und 80%. Vor allem sollte man es vermeiden, den Laptop ständig am Netzteil angeschlossen zu haben. Selbst wenn der Akku schon voll ist und das Netzteil immer noch reinpowert, ist das nicht das Sinnvollste. Tipp Nummer 3: Haltet eure Software aktuell. Regelmäßige Updates sind tatsächlich wichtig vom Betriebssystem, aber auch von Programmen. Die können Sicherheitslücken schließen und allgemein die Stabilität verbessern. Und gerade Malware, wenn man sich sowas einfängt, kann die Leistung stark beeinträchtigen und damit auch die Lebensdauer verkürzen. Deswegen schaut immer, dass ihr auf dem neuesten Stand seid, macht die Updates und schaut auf eure Sicherheit. Tipp Nummer 4: Haltet euren Laptop sauber. Staub und Schmutz können sehr schnell in den Lüftungsschlitzen sich ansammeln und so die Kühlung behindern. Aber auch die Tastatur wird oft übersehen, weil auch hier können sich sehr schnell Staub und Krümel ansammeln und über kurz oder lang ins Innere gelangen. Tipp Nummer 5: Geht einfach sorgsam mit eurem Laptop um. Klingt erstmal logisch, aber vermeidet einfach Stöße, Schläge, logischerweise das Herunterfallen. Transportiert euren Laptop am besten in einer geeigneten Tasche. Da kann man ihn auch unterwegs vor Staub und äußeren Einflüssen schützen. Was hier auch viele nicht wissen, ist, wie man das Laptop eigentlich richtig öffnet. Die meisten öffnen oft, oder ich sehe es oft, dass es von der Seite geöffnet wird. Und ja, das bringt jetzt eben so einen Druck hier rein. Das heißt, es belastet die ganze Zeit die Scharniere und dann kann es halt passieren, dass das irgendwann mal vielleicht sogar bricht. Und hier ist die sinnvollste Art und Weise, das Laptop von der Mitte her aufzumachen. Damit schont man einfach die Scharniere an der Seite und auch das hilft der Langlebigkeit. So, hier noch ein Bonustipp für in Anführungsstrichen mal Fortgeschrittene. Und zwar kann man natürlich das Laptop, wenn man es schon eine Weile hat, wenn es älter ist, auch aufmachen und von innen her mal reinigen. Was dazu gesagt sein sollte, ist, dass man dadurch aller Wahrscheinlichkeit nach die Garantie verliert. Und es sich aber eigentlich auch sowieso nur für Laptops lohnt, die eben wirklich schon 2, 3 plus Jahre alt sind. Also vorher braucht man das nicht unbedingt zu machen. Aber wenn man sich das zutraut, ist es mit Sicherheit eine große Hilfe, weil man so wirklich an die Lüfter direkt rankommt. Wir haben auch jede Menge Anleitungen zu ganz speziellen Modellen, wie man diese öffnet und an das Innere herankommt. Schaut euch da einfach das passende Video zu eurem Modell an. Und wie gesagt, das Wichtigste einfach, dass der Akku abgesteckt ist und das Ladekabel natürlich nicht mehr am Gerät ist. Falls ihr euch das selber nicht zutraut und ein super verschmutztes Laptop habt, dann könnt ihr das auch an uns schicken. Wir bieten das auch als Service an, eine Grundreinigung und eine professionelle Reinigung, wo wir dann auch die Kühlpaste zum Beispiel erneuern und das komplette Gerät wirklich 1A sauber machen.
So, das waren meine 5 Tipps bzw. 6 Tipps mit Bonustipp, um die Lebensdauer eures Laptops zu verlängern. Und ich glaube, wenn ihr das so beherzigt, werdet ihr länger Freude an eurem Gerät haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das Video teilt und vielleicht ein Like da lasst. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.